Also ich habe durch Zufall die allererste Messe 1989 mitbekommen. Meine Eltern wohnen gegenüber von dem ehemaligen Messegelände. Das nennen wir ja gerne die Vieh-Auktionshalle. Und da war ich 1989, als ich bei der Marine war, kam ich nach Hause, kam auf die andere Straßenseite und sah dann die im positiven Sinne verrückten Leute, die sich damit auseinandersetzen, mit aus Wind Energie zu machen. Es war so, dass wir in den 70er, 80er Jahren die Spinner waren mit unseren Geschichten. Wir machten windige Geschichten und man hat uns mehr belächelt. Man konnte auch kein Geld damit verdienen, das war unmöglich. In Husum hat man erstmalig die Gelegenheit geboten, ihr könnt alle kommen, wir haben Platz für euch. Es war eine alte Halle, es regnete rein, es war fürchterliches Wetter. Es wurde nicht geheizt da innen drin, man zog seine Jacken an, als ob man draußen steht. Aber es sind ganz viele Leute gekommen und es gab ganz viel Aufschwung dadurch. Und ich denke oft daran zurück, dass die Energieversorgungswirtschaft Mitte der 90er Jahre prophezeit hatte, Windenergie wird maximal 4% des Energiebedarfs decken können. Und heute sind wir jetzt bereits bei 29% mit den erneuerbaren Energien. Das ist eine tolle Geschichte. Vieles davon hat sich in Husum abgespielt. Die Windenergie fühlt sich in Husum zu Hause. Bei uns heißt es immer, die Husum Wind ist unser Baby. Also das ist für uns die wichtigste Veranstaltung, die wir machen, auch die größte. Und die bedeutet hier auch jedem so viel, dass wir da wirklich mit Herzblut rennen. Und das geht nur auf die Art und Weise können wir es wirklich umsetzen. Weil mit einem 8-Stunden-Tag können wir während der Messe in Vorbereitung und während der Messe nicht dienen. Es dauert zum Teil doppelt so lange pro Tag. Und das geht nur, wenn man es wirklich will. Und das ist hier gegeben. Das Networking, das Branchen-Networking der zuerst ja doch relativ kleinen Branche, war dadurch sehr eng und das hat einfach nicht nur viel Spaß gemacht, sondern das hat auch wirklich viele Geschäfte. Viele Geschäfte wurden auf dem Bierdeckel gemacht, das ist so, das war so, aber das verändert sich natürlich und dem muss man Rechnung tragen, das ist normal. Die Windenergie ist eine Branche des Mittelstandes. 88% der Investitionen, die bis heute in die erneuerbaren Energien und damit in die Energiewende stattgefunden haben, sind vom Mittelstand getragen. Der Mittelstand fühlt sich wohl an diesem Standort mit dieser Glaubwürdigkeit und dem Umfeld des Praxisfeldes der Windenergie um Husum herum. Das ist die besondere Story, die diese Messe zu erzählen hat. Und dann wurde es ja richtig professionell. Dann wurde auch alles professionell. Dann kamen nicht nur die klapprigen Enten und alten VW-Busse, sondern es kamen auch eben dann die Schlipsträger, die dunklen BMWs und Mercedes wurden auch häufiger. Die Branche ist in Jeans und karierten Hemden begonnen worden. Das war so, weil viele der Teilnehmer aus der Branche aus dem kleinen Mittelstand oder auch von landwirtschaftlichen Betrieben kamen. Das ist auch meine Geschichte. Und in der Tat haben wir uns mit der Entwicklung der Branche sicherlich hier und da auch weiterentwickelt und verändert. Der Anzug ist etwas häufiger aus dem Schrank geholt worden, die Jeans bleiben etwas häufiger hängen. Aber ich glaube, in der Mentalität sind wir uns treu geblieben, genau wie der Standort auch. Und das verbindet uns weiterhin. Was mir immer aufgefallen ist, dass man ja Dinge, Beziehungen, Projekte, Aufgaben nicht lieblos machen darf. Und ich glaube, das ist das, was immer in Husum geklappt hat. Es war nie lieblos. Es war immer ein zartes Pflänzchen, das irgendwie kraftvoll nach oben stieß. Und das war, glaube ich, schon auch die Kuriosität dabei. Die meisten Geschäfte, man glaubt es kaum, die wurden ja nachts gemacht. In den Kneipen, man traf sich nämlich dort immer. Da hat man sich richtig kennengelernt. Auf der Messe selber hat man sich das angeguckt, was ausgestellt worden ist und das eine oder andere Gespräch geführt. Aber abends beim Bier, da hat man zusammengesessen und hat gesagt, jo, so mockt wie das. Ein Mann, ein Wort, das galt was. Und die Verträge haben wir oft erst gemacht, ja, die Banken wollten dann irgendwann mal sowas haben. Und die Versicherung, dann hat man halt nochmal einen Vertrag gemacht. Wenn man hier eine Messe macht zu einem Thema, zu dem Thema Windenergie, dann merkt jeder, dass hier Windmesse ist. Wenn ich in einer Großstadt bin, da kann ich vielleicht professioneller die Dinge abwickeln, da kann ich vielleicht von der Infrastruktur etwas leichter hinkommen, aber das merkt keiner. Und das ist hier natürlich das ganz Besondere. Wenn hier 20.000 Leute an 4 Tagen nach Husum kommen oder 30.000, dann ist hier richtig was los und dann spürt man den Wind und jeder spürt den Wind und darum geht es ja auch. Natürlich war allen klar, dass der Standort logistisch einige Nachteile mit sich bringt. Ich habe immer den Eindruck gehabt, gerne sind die Aussteller diesen Weg gegangen. Man ist immer wieder gerne nach Husum gekommen. Ich glaube, das wird auch im nächsten Jahr der Fall sein, weil Vertrauen im Zentrum steht. Meiner Meinung nach wird das von den Ausstellern auch geschätzt. Also die Aussteller sind natürlich daran interessiert, einen professionellen Messeauftritt zu haben. Den müssen wir gewährleisten und das schaffen wir auch. Aber darüber hinaus kommt hier in Husum halt immer noch so ein Tick mehr. Also es ist einfach so, dass es für uns einfach so essentiell ist und so wichtig ist, diese Messe, dass wir auch, als jeder hier bemüht ist, auch auf jeden der Aussteller zuzugehen und ihnen zu helfen, wo er nur kann. Das klingt ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich so. Das erlebt man auf anderen Messen nicht, wo es dann eine Messe von vielen ist. Für uns ist das Event.
Und so gehen wir auch mit unseren Ausstellern um. Das ist zu merken und ich glaube, das kommt auch zurück, was wir da investieren. Wir sehen uns In Husum. Wir sehen uns in Husum. Wenn nicht auf dem Messegelände, dann abends im Brauhaus. Ich freue mich auf Sie.